Der Auftakt zum 29. Spieltag könnte verheißungsvoller gar nicht sein. Da treffen mit VfL Wolfsburg und Rasenballsport Leipzig natürlich zwei Urgesteine der Bundesliga aufeinander. Glaubt nicht immer das, was ich euch erzähle, ist ein total langweiliges Spiel wahrscheinlich. Also wird wahrscheinlich das torreichste Spiel, wenn ich es jetzt schon so jinxe. Aber gut, Wolfsburg gegen Leipzig. Also ich meine, auf dem Freitagabend, wenn ich nichts anderes zu tun hätte, wüsste ich auf jeden Fall, wo ich nicht hingehe. Das wäre in die VW Arena an diesem Tag. Naja, also Wolfsburg gegen Leipzig. Wolfsburg letzte Woche verloren bei Union Berlin, 1:0. Stecken also weiter so ein bisschen im Abstiegsstrudel. Ja, es gibt schon Diskussionen natürlich um Ralf Hasenhüttl. Bleibt er nicht? Wer kommt? Und so weiter und so fort. Natürlich Ergebniskrise. Wolfsburg will auch noch ins internationale Geschäft. Da will Leipzig auch hin. Mal gucken, welcher Wettbewerb es dann am Ende wird. Die Leipziger letzte Woche haben zu Hause Hoffenheim geschlagen, 3:1. Wahnsinn. Die Leipziger, die kommen von einem Topspiel zum nächsten. Zu Hause gegen Hoffenheim. Wahnsinn. Und jetzt in Wolfsburg. Das ist eigentlich nicht schöner auszumalen. Naja. Genau. Die haben unter anderem jetzt auch einen neuen Trainer vorübergangsweise. Jolt Löw heißt er, ne? Hat auch, glaube ich mal, wo war er denn in Hoffenheim auch? Co-Trainer von Nagelsmann, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, so spontan. Naja, und wollen halt auch in die Champions League. Die haben auch noch 3 Punkte Rückstand oder 4 Punkte Rückstand auf den Champions League Platz. Das heißt, die werden jetzt auch nochmal angreifen. Und von daher ist es schwer, da irgendwie was zu tippen. Unentschieden? Ja, wird am wenigsten wehtun wahrscheinlich. Mache ich mal ein 1:1. Wolfsburg gegen Leipzig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Leipzig jetzt nochmal ein bisschen die Zügel anzieht oder Wolfsburg jetzt gerade in dem Spiel eine Reaktion zeigt. Egal, welches Ergebnis bei rumkommt, es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein alter Klassiker der Bundesliga. Da treffen zwei Traditionsvereine aufeinander. Also von daher Wolfsburg gegen Leipzig. Wenn ihr Freitagabend nichts anderes zu tun habt, schaut euch das auf jeden Fall nicht an. Naja, also machen wir weiter. Wir kommen nämlich jetzt zu den Hoffenheimern. Die spielen zu Hause gegen Mainz. Hoffenheim in Leipzig verloren, gerade schon gesagt. Die stecken auch weiterhin drin im Abstiegsstrudel. Die sind nicht so viele Punkte weg vom Relegationsplatz. Das heißt, sie brauchen auch jeden Sieg. Vielleicht zu Hause gegen Mainz, die ihrerseits zu Hause gegen Holstein Kiel nur 1:1 gespielt haben. War auch wieder ein bisschen überraschend, weil ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass Mainz das zu Hause locker leicht mal wegmoderiert. Aber ist wohl anscheinend nicht so gewesen. Die Kieler haben gut mitgespielt, sind ja auch in Führung gegangen. Brauchen natürlich auch noch jeden Sieg für den Klassenerhalt. Das wird auch noch ganz, ganz eng unten. Mainz will in den Europacup, in die Champions League. Ich glaube, Euroleague oder Conference League würden sie auch nehmen. Aber klar, wenn du erstmal oben stehst unter den ersten 4, willst du den Platz jetzt auch so kurz vor Spiel- oder Saisonende nicht aufgeben. Deswegen wird das eine sehr, sehr heiße Partie. Sehr, sehr interessant, weil beide müssen eigentlich, um ihre Ziele zu erreichen. Ich schätze die Mainzer ein bisschen stärker ein. Hoffenheim will natürlich, jetzt sind wir wieder bei Reaktionen zeigen, eine Reaktion zu Hause zeigen. Aber auch die Mainzer. Aber ich schätze die Mainzer stärker ein und von daher mache ich hier mal Mainz auf Sieg. Ein 2:0 würde die Krise bei Hoffenheim noch ein bisschen mehr verschärfen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Hoffenheim sich da so ein bisschen Luft verschafft dann durch den Sieg, je nachdem wie Bochum, St. Pauli und Heidenheim spielen und auch Bochum. Bochum, Kiel und Heidenheim sind da bislang die letzten 3 Teams. Naja, schauen wir. Mein Tipp, Hoffenheim Mainz 0:2. Dann kommen wir zum VfL Bochum. Die spielen zu Hause gegen den FC Augsburg. Die Bochumer letzte Woche zu Hause gegen Stuttgart auch verloren. 4:0, haben also das zweite Heimspiel in Folge. Ja, ich sag's die ganze Saison über lang schon. Die Qualität scheint wohl auch da nicht ganz da zu sein. So phasenweise zeigen sie es mal wieder, lassen es ein bisschen aufblühen. Dann keimt wieder Hoffnung auf durch gute Leistung, durch die Ergebnisse, die dann halt auch da sind und geliefert werden. Ja, und jetzt zu Hause gegen Augsburg. Die haben letzte Woche den Bayern beinahe ein Remis abgetrotzt, dann eine auf jeden Fall diskutable gelb-rote Karte kassiert und dann war das Spiel eigentlich so gefühlt entschieden. Dann haben die Bayern noch 2 Tore geschossen und von daher dann 3:1 verloren die Augsburger zu Hause. Und die Bochumer, brauchen halt jeden Sieg. Zu Hause finde ich die Bochumer immer ein bisschen stärker, obwohl letzte Woche war es wahrscheinlich eine Ausnahme gegen Stuttgart und Augsburg will natürlich auch noch ins internationale Geschäft. Ihr seht also, in jedem Spiel geht es für die jeweilige Mannschaft noch um etwas. Ist jetzt nicht so, dass sie irgendwo im Niemandsland der Tabelle stehen würden. Tja, auch da schätze ich eigentlich Augsburg stärker ein. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich halte mich von Sportwetten fern. Ich kann nichts dafür, wenn der hier angezeigt wird, der Sportwettenpartner, dass Bochum eine bessere Quote hat als Augsburg. Das verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Ja, soll ich dann mal auf Bochum gehen, auf den Favoriten? Ich tippe mal einen Bochumer Heimsieg. Auch ein knappes Ding, machen wir mal 2:1. Weil, wie gesagt, Bochum muss irgendwann und irgendwie müssen die ja nochmal ein bisschen Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein kriegen, sei es von den Fans zu Hause, von den Zuschauern, jetzt erst recht Reaktion nach der Niederlage gegen Stuttgart und Augsburg. Die werden auch alles dran setzen zu gewinnen, natürlich. Ich schätze aber da vielleicht Bochum zu Hause an dem Tag ein bisschen stärker ein.
weiß ich nicht, hat auch viel mit Spielglück zu tun und natürlich auch ein bisschen mit der Herangehensweise. Bochum muss schon ein bisschen offensiver spielen. Naja, wir gucken mal, was bei rumkommt. Dann kommen wir zu zwei Mannschaften, die auch noch ums internationale Geschäft kämpfen. Gladbach und Freiburg. Gladbach hat am Sonntag in Hamburg gespielt, auf St. Pauli 1:1 gespielt. War nicht die beste Saisonleistung. Am Ende glücklich, dass sie noch einen Punkt mitgenommen haben ja sogar geführt. Und sind auch auf dem besten Weg ins internationale Geschäft und sei es auch nur die Conference League. Ich halte ja von dem Wettbewerb nach wie vor nichts, da bleibe ich auch dabei, auch wenn die Eintracht da mal gespielt hat eine Saison lang. Ich weiß nicht. Ich finde es schön für so Teams aus kleineren Nationen oder aus nicht so starken Verbänden. Ich nenne jetzt zum Beispiel Island oder Slowakei und der ganze Ostblock da, wo die Teams halt herkommen. Oder auch aus Dänemark, Norwegen und so weiter. Für die ist der Wettbewerb sicherlich gut, lukrativ, auch finanziell, gar keine Frage. Aber jetzt für mich persönlich, hast zwar internationale Spiele, aber ich finde dann die Euroleague schon ein bisschen cooler und natürlich auch die Champions League. Aber ist nur meine Meinung. Könnt ihr eure Meinung mal zur Conference League unten in die Kommentare reinschreiben. Und Freiburg hat zu Hause gegen Dortmund verloren. 1:4. Ist auch so ein bisschen der Angstgegner. Ich glaube, die letzten 10 Begegnungen oder so hat Dortmund allesamt gewonnen, egal ob zu Hause oder auswärts. Das heißt, wie gesagt, so ein Angstgegner. Und beide werden auf jeden Fall versuchen, ein besseres Spiel zu zeigen. Und von daher denke ich schon, dass das eine unterhaltsame Partie wird, wo dann am Ende wer gewinnt. Stehst jetzt wieder wie so die Kuh, wenn es blitzt, hat mein Lehrer immer früher gesagt. Du siehst aus wie eine Kuh, wenn es blitzt. Wenn du so mit großen Augen da stehst, weil du nicht weißt, was du tippen sollst. Unentschieden. Würde ich jetzt spontan auch einfach sagen. Vielleicht ein torreiches Unentschieden, 2:2. Ich mache jetzt einfach hier wilde Tipps raus. Ich hau die Tipps aus dem Bauch raus, als wenn es keinen Morgen gäbe. Von daher also Gladbach-Freiburg 2:2. Wird wie gesagt eine sehr, sehr interessante Partie. Vielleicht gibt es auch einen Sieger. Je nachdem, wenn es eine frühe rote Karte zum Beispiel gibt. Das kann es ja alles nicht einkalkulieren. Von daher immer nur Spekulation. Und ich belasse es jetzt bei dem 2:2. Leverkusen gegen Union, zwei Mannschaften, die letzte Woche gewonnen haben. Leverkusen hat 1:0 in Heidenheim gewonnen. Reaktion gezeigt auf das peinliche Pokallos bei Drittligist Arminia Bielefeld. Also von hier aus nochmal, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche auch schon gemacht habe, Gratulation an Bielefeld. Ins Pokalfinale eingezogen, sensationell gegen den VfB Stuttgart. Also wird ein schönes Pokalfinale, glaube ich, sehr stimmungsreich, sehr spannend. Und überlegt euch mal, wenn Bielefeld am Ende tatsächlich die Sensation schaffen sollte und Geschichte schreibt und den DFB-Pokal gewinnt, spielen die in der Europa League. Heißt, mögliche Gegner Manchester City, so wie es bislang aussieht, oder Newcastle oder der FC Chelsea, keine Ahnung, wie es in den anderen Ligen aussieht, oder irgendein spanischer Vertreter. Ist auch irgendwie so ein Fiebertraum. Naja, also haben nicht gut gespielt, aber haben gewonnen. Heißt, sie haben nur 6 Punkte, glaube ich, Rückstand auf die Bayern. Wird also auch noch eng. Ein paar Spieltage vor Schluss und Union hat Wolfsburg zu Hause geschlagen, 1:0. Die dürften so langsam aus dem Gröbsten raus sein. Wir werden jetzt gleich auch nochmal auf die Tabelle gucken, wie das Ganze aussieht, aber die müssten eigentlich so gut wie raus sein. Also da sind andere Mannschaften dabei, die müssten noch ein bisschen mehr zittern. Und hier schätze ich Leverkusen ein, dass sie auch natürlich gewinnen. Ich glaube auch, dass die Bayern dann im Spitzenspiel gegen Dortmund das machen werden, obwohl sie unter der Woche nicht so glanzvoll gespielt haben oder das Ergebnis nicht ganz so vorteilhaft war. Ich mache auch mal ein knappes Ding, ich mache ja auch mal ein 2:1, weil ich denke, so sicher waren mir die Leverkusener jetzt auch nicht. Die können sich immer mal ein Tor fangen, vielleicht auch 2, aber am Ende des Tages werden sie das Ding, glaube ich, gegen Union machen. Holstein Kiel gegen St. Pauli, zwei Teams, die auch noch unten drin stehen, die noch um den Klassenerhalt kämpfen. St. Pauli natürlich mit der etwas besseren Ausgangslage. Kiel hat aber einen wichtigen Punkt in Mainz geholt. 1:1 hätte den auch so richtig keiner zugetraut, aber da sieht man mal wieder, dass die Kieler auch mithalten können. Klar, über eine ganze Saison lang das zu zeigen, ist natürlich schwer für so einen Aufsteiger, aber sie sind auch mittendrin. Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass die Stand jetzt schon sang- und klanglos als erster Absteiger feststehen. Aber die wehren sich mit Haut und Haaren und haben ja nichts zu verlieren, wenn sie hinterher absteigen. Gut, dann ist es so. Dann sind die Fans zwar traurig, ja, die Spieler auch, gar keine Frage, aber es war jetzt nicht unerwartet, so möchte ich das jetzt mal formulieren. St. Pauli auf der anderen Seite hat auch unentschieden gespielt, 1:1 zu Hause gegen Gladbach. Waren phasenweise die bessere Mannschaft, hätten da auch gewinnen können. Das ist halt auch das große Problem von St. Pauli in der Saison. Defensiv stehen sie eigentlich recht stabil, haben ja auch mit die wenigsten Gegentore bekommen, aber vorne, da hapert es halt. Wenn sie sich da im Sommer verstärken, 2, 3 vernünftige Angreifer holen, wenn sie denn die Klasse halten sollten. Ja, das ist immer mal mit Vorsicht bedacht. St. Pauli kann auch noch absteigen. Wird auf jeden Fall auch ein schönes Spiel, sehr interessant, weil beide auch müssen. Gerade St. Pauli, die so ein bisschen mehr unter Druck stehen.
Und deswegen würde ich jetzt mal... Ne, Holstein Kiel steht unter Druck. Ne, habe ich gerade St. Pauli gesagt? Holstein Kiel steht natürlich unter Druck. Ob sie damit umgehen können, weiß ich nicht. Aber ich würde auch tatsächlich die Kieler mal auf Sieg tippen. Ja, einfach so. Kiel St. Pauli... Ungefähr gleich stark will ich nicht sagen. Ich glaube schon, dass St. Pauli da so ein bisschen stärker ist. Aber Heimspiel, Fans im Rücken und so weiter. Ja, vielleicht auch angetrieben von so einer Erst-recht-jetzt-Mentalität. Keine Ahnung. Auf jeden Fall tippe ich mal ein knappes 1:0 für Holstein Kiel. Samstagabend ist mal wieder Zeit für den Klassiker. Rückspiel. Die Bayern zu Hause gegen Dortmund. Beide unter der Woche in der Champions League aktiv. Die Bayern gegen Inter ganz knapp mit 1:2 verloren. Ausgerechnet Thomas Müller, dessen Vertrag nicht verlängert wurde, macht natürlich dann erstmal den Ausgleich. Und dann, sehr kurios, schießt Inter, wie schon vor knapp 10, 14 Jahren, als Inter schon mal in München gespielt hat, genau in derselben Spielminute und Spielsekunde das entscheidende Tor. Mit demselben Jubel. Ich glaube, damals Goran Pandev und unter der Woche war es Davide Fratesi. Glaube ich, heißt er mit Vornamen Davide Fratesi. Auf jeden Fall, ja, gehen die Bayern also mit einer kleinen Hypothek dann ins Rückspiel. Haben in der Liga letzte Woche in Augsburg gewonnen, 3:1, sind nach wie vor auf dem besten Weg, deutscher Meister zu werden. Da bleibe ich auch nach wie vor dabei, auch wenn es viele Verletzte gibt. Alphonso Davies, Upamecano, Jamal Musiala kamen jetzt dazu. Klar, dass das auch die Bayern nicht immer wegstecken können. Für die Liga wird es meiner Meinung nach reichen, international. Gerade dann das Rückspiel in Mailand dürfte doch eine schwere Hausnummer werden. Aber wir lassen uns mal überraschen. Dortmund auf der anderen Seite hat in Freiburg gewonnen. Eigentlich ziemlich souverän, 4:1. Sind auch noch mit dabei im Kampf ums internationale Geschäft. Champions League, Euroleague. Ja, weiß man nicht. Bei denen fällt jetzt aber auch Nico Schlotterbeck aus. Der hat sich... Ja, was hat er sich gerissen? Ein Muskelbündelriss. Kann das sein? Auf jeden Fall fällt er sehr, sehr lange aus. Das ist natürlich auch sehr, sehr schade für den BVB und auch für die Nationalmannschaft. Ja, mit Hinsicht auf die Nations League. Dortmund spielt heute in Barcelona. Also Standaufnahme 9.4. 18:52 Uhr in Barcelona. Da bin ich auch mal gespannt, wie die sich schlagen werden. Ja, Barca auch mit einer der Top-Favoriten auf den Champions League-Titel. Aber Bayern-Dortmund, das ist immer ein ganz, ganz brisantes Spiel, ne? Da geht es jetzt um die Meisterschaft, da geht es um die Ehre, um viel Prestige. Und ich glaube, dass das die Bayern trotzdem machen werden. Ja, die werden viel zu tun kriegen. Ich glaube, dass die Dortmunder, also so wie sie die letzten Jahre in München gespielt haben, nicht, aber die Dortmunder werden auf jeden Fall mithalten und sich auch natürlich wehren. Also ich glaube nicht, dass Niko Kovac dahin fährt und von Anfang an die weiße Flagge hisst. Der weiß auch, dass noch alles möglich ist, dass die Dortmunder noch ins internationale Geschäft rein können. Ich mache auch da ein 2:1. Ja, auch auf Hinsicht, dass beide dann im Rückspiel wieder spielen müssen. Vielleicht schon ja, wobei bei den Bayern schon. Da kann man jetzt ehrlich gesagt nicht davon reden, dass sie irgendwelche Kräfte schonen. Die müssen halt das auf den Platz bringen, was halbwegs fit ist und halbwegs gerade auslaufen kann, so gefühlt. Naja, ich bin sehr, sehr gespannt. Es könnte eines der knappsten Spiele werden und auch der interessantesten Spiele. Wenn Leverkusen nämlich vorlegt gegen Union, dann stehen Bayern auch da so ein bisschen unter Druck. Also viel Brisanz, ein schönes Spiel und für mich persönlich ein ganz knapper Sieg für den FC Bayern. Am Sonntag dann noch zwei interessante Partien. Ja, 15:30 Uhr haben wir den VfB Stuttgart gegen den SV Werder Bremen. Die haben auch schon mal deutsche Meisterschaften unter sich ausgemacht. Ja, Zeiten ändern sich. Der VfB letzte Woche in Bochum gewonnen, 4:0. War mal wieder ein Ausrufezeichen nach ja auch einer etwas schwächeren Phase. Pokal sind sie zwar weitergekommen gegen Leipzig. Wie gesagt, Pokalfinale gegen Bielefeld. Davor in der Liga aber auch nicht ganz die Ergebnisse eingefahren, die sie wollten. Und Bremen hat zu Hause gegen Frankfurt gewonnen. Auch verdient, muss ich sagen. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Die Bremer sind auch noch im Kampf ums internationale Geschäft mit dabei. Also gefühlt jede zweite Mannschaft spielt ums internationale Geschäft. Jetzt ist da die Frage, wer nimmt den Schwung mit? Die Stuttgarter aus dem Bochum-Spiel, die Bremer aus dem Frankfurt-Spiel. Ich sehe nämlich die Bremer ein bisschen, ja, nicht schwächer als Stuttgart, aber ich sehe die Stuttgarter gerade zu Hause und mit dem Sieg im Rücken ein bisschen stärker. Auch von der Kaderqualität her müssten die Stuttgarter das eigentlich machen. Eigentlich, aber was heißt schon eigentlich? Was ist schon selbstverständlich im Fußball? Machen wir mal einen Auswärtssieg für Bremen? Wollen wir einfach mal ein bisschen Risiko gehen? Ja, weiß ich nicht. Obwohl, komm, wir machen's. Was soll's. Also ich mache mal hier einen überraschenden Sieg für Bremen in Stuttgart. Das werden wahrscheinlich nicht viele tippen. Aber ich muss ja auch mal ein bisschen gegen den Strom schwimmen, um ein paar Plätze zu gewinnen. Und ich glaube, das werden nicht viele auf dem Schirm haben. Aber ich gehe jetzt einfach mal mit einem Auswärtssieg Bremen in Stuttgart. Wahrscheinlich verlieren sie da 6:0, keine Ahnung. Ist ja auch Wumpe, ist ja auch Latte. Ich versuche mein Glück mit einem Bremer Sieg in Stuttgart. Und zum Abschluss haben wir dann noch meine Eintracht zu Hause gegen Heidenheim. Die durften erstmal unter der Woche bei den Tottenham Hotspur spielen. Ich hoffe, dass sie da halbwegs gut gespielt haben, halbwegs vernünftiges Ergebnis mit nach Frankfurt nehmen.
Wir haben nämlich letzte Woche in Bremen verloren. 2:0, gerade schon mal angeklungen. Das war hochverdient für Bremen. Also die Eintracht mit Beginn der Aufstellung, als ich die gesehen habe, habe ich mich gefragt, warum rotierst du unnötig raus? Warum stellst du wieder die Formation um? Und stellst ja einen der besten, formstärksten Spieler, Mario Götze, wieder auf eine andere Position. Hugo Larsson war dann irgendwie Zehner, was ich dann auch nicht so verstanden habe. Also warum jetzt in der entscheidenden Phase die Formation oder das System ständig umstellen? Dann lass doch lieber, also ist jetzt so ganz leicht und einfach gesagt, lass doch einfach 60 Minuten spielen und dann wird gewechselt. Dann kannst du rotieren, dann kannst du schon für die Spurs. Und Heidenheim zu Hause, beziehungsweise wir spielen gegen Heidenheim, die haben zu Hause gegen Leverkusen ganz knapp verloren, gut mitgehalten. Eigentlich sogar die bessere Mannschaft gewesen. Von daher Heidenheim in der Phase zwischen den Spurs, Hin- und Rückspiel, das ist auch echt ein sehr undankbarer Gegner. Aber gut, wer die Champions League möchte, der muss dieses Spiel gewinnen. Das ist genauso wie gegen Kiel zu Hause, Stuttgart in Bochum, das musste die Eintracht auch gewinnen. Eigentlich hätten wir auch gegen Union gewinnen müssen oder beziehungsweise einen Punkt holen müssen und hast du nicht gesehen. So viel Punkte, die wir schon wieder verspielt haben in der Rückrunde. Ey, alleine Wolfsburg zu Hause, in Hoffenheim, Union. Die Champions League hätte schon so gut wie sicher sein können. Aber gut, ich bin gespannt, wie die Eintracht aus dem Tottenham-Spiel rauskommt. Egal wie, zu Hause muss gewonnen werden. Deswegen mache ich hier ein 2:0. Dann geht man mit breiter Brust, so ist jetzt der Plan, mein Plan, ins Rückspiel gegen die Spurs zu Hause. Kommt dann eventuell ins Halbfinale. Ich weiß nicht, ich glaube, die Spurs sind richtig, richtig stark. Sind auch mit der Top-Favorit auf den Gewinn der Europa League, haben richtig guten Kader, richtig gute Spieler. Mathis Tell, Heung-min Son, Kulusewski und Nummer 3 zu nennen. Also da läuft schon ganz schön viel Qualität rum, aber hat die Eintracht auch. Und von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Nicht nur auf die Europa League, sondern auch aufs Ligaspiel gegen Heidenheim. Ich speichere jetzt hier die Tipps und dann schauen wir auf die Tabelle und natürlich auch auf die Gesamtübersicht. Wir schauen erstmal auf die Tabelle. Also nach 28 Spielen, Bayern 6 Punkte Vorsprung. Oh Gott, hier kommt wieder Werbung. Ich hasse das. Ich kann es auch nicht ausstellen. Seht es mir nach. Und dann, wie gesagt, es ist hier ganz, ganz spannend. Leipzig 45, Mainz 46, 48, 44, 42. Ja, auch Bremen und Augsburg, was ich gesagt habe, die haben 39 Punkte. Die haben auch nicht viele Punkte Rückstand auf Platz 7. Ich glaube, Platz 7 ist für die Conference League. Platz 5 und 6 Europa League. Müsste, glaube ich, sein. Platz 7 ist dann die Conference League und noch unten Kiel, Bochum, Heidenheim. Das sind 4 Punkte Abstand. Dahinter oder davor dann St. Pauli, Hoffenheim und hier Union. Die dürften mit 33 Punkten, das sind jetzt 11 Punkte Vorsprung. Das sind knapp 4 Spiele. Die dürften mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Also ich finde, Hoffenheim, St. Pauli, Heidenheim, Bochum und Kiel machen die beiden Absteiger und den Relegationsplatz unter sich aus. Und bevor das jetzt hier noch heller wird in meinem Raum, als wäre eine Atombombe explodiert oder so, oder eine Nuklearbombe, keine Ahnung, schauen wir mal kurz auf die auf die Tippübersicht, da muss ich raufgehen. Und da ist der Rass auf der 1, Hegebusch, Prinz Poldi, Musiklo und Cem. Ja, alle nur durch 7 Punkte getrennt, ganz eng beieinander. Also auch hier wird das, glaube ich, ein Schneckenrennen. Bis in die Ziellinie, bis zum 34. Spieltag. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich scroll wie immer durch. Falls ihr noch aktiv mit dabei seid und mittippt, dann könnt ihr euch ja mal sehen. Aber die meisten haben, glaube ich, schon nach ein paar Wochen aufgehört zu tippen. Genau, dann nochmal ein kurzer Ausblick. Ihr seht schon hier oben, Spieltag 30, da müssen wir hin. Gibt es unter anderem Freiburg-Hoffenheim. Augsburg-Frankfurt, auch sehr, sehr undankbar. Augsburg, naja, Dortmund spielt dann gegen Gladbach. St. Pauli, Leverkusen. Ja, die Bayern, die können in Heidenheim vorlegen. Leverkusen muss dann nachlegen gegen St. Pauli. Da gibt es dann 3 Spiele. Ja gut, weil, klar, Europa League, Champions League. Warum die Bayern dann aber am Samstag schon wieder spielen? Oder sind die Rückspiele erst in 2 Wochen? Das weiß ich jetzt nicht. Nee, eigentlich nächste Woche direkt, ne? Naja, also, das war's für diese Woche. Viel Glück mit euren Tipps für eure Mannschaften. Schönes Wochenende. Die Sonne scheint. Ihr seht es in meiner Webcam. Und ich bin jetzt auch raus. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.